Heute machen wir ein Dialektquiz der Süddeutschen Zeitung. Los geht's! Die Süddeutsche Zeitung hat 15 Fragen zu unserem Dialekt zusammengestellt, die wir uns jetzt gemeinsam ansehen. Wir kennen die Fragen selbst noch nicht und sind gespannt, ob wir die Antworten wissen. Satz bereit? Spür mal! Frage 1. Ist jemand gefinkelt, dann gilt er als überspannt und kompliziert? Kann er gut Vogelstimmen imitieren oder hält man ihn für schlau? Wenn jemand gefinkelt ist, dann hält man ihn für schlau. Das wäre meine Antwort. Wusste ich auch nicht, dass man das in Deutschland nicht kennt. Gefinkelt, das bedeutet schlau. Frage 2. Sagt der Österreicher, es geht sich aus, dann meint er, gemeinsam abends ausgehen, das klappt schon. Oder dieses und jenes wird langsam knapp. Es geht sich aus, oder auch in unserem Dialekt, es geht sich aus, war schon öfter ein Ausdruck, der für Verwirrung gesorgt hat mit meinen deutschen Freundinnen und Freunden, denn mir war nicht bewusst, dass sie diese Phrase nicht verstehen. Es geht sich aus, das heißt in Österreich, das klappt schon. Das kann Zeit betreffen, der Zug fährt in 5 Minuten, das geht sich aus, denn da wischen wir noch. Oder auch Raum, Platz, zum Beispiel wenn wir den Kofferraum vollräumen und nicht wissen, ob der Rucksack noch reinpasst, dann können wir sagen, das geht sich aus, der passt schon noch rein. Ich liebe diese Phrase, das verwende ich auch ganz oft. Es geht sich aus und damit meinen wir unter anderem, das klappt schon. Aber es geht sich aus kann noch ganz viel mehr bedeuten. Das haben wir euch auch schon einmal in einem Video mit Anna erklärt. Ein Österreicher muss sich ausrasten. Was passiert? Er ruht sich aus, er flippt aus und er beruhigt sich wieder nach einem Wutanfall. Das ist mir auch lange nicht klar gewesen, dass ja Ausrasten was mit Wutanfall zu tun hat. Wenn man es aber rückbezüglich verwendet, sich ausrasten, dann heißt das in Österreich ganz einfach, sich ausruhen. Mir war lange Zeit gar nicht bewusst, dass man in Deutschland dieses Verb nicht verwendet. Sich ausrasten ist bei uns ganz typisch, um zu sagen, dass wir uns erholen möchten oder uns ausruhen möchten. Zum Beispiel, ich rost mir ein bisschen aus, ich bin miert. Frage 4. Spricht der Österreicher von einem Vollkoffer, dann musste er im Flieger für Übergepäck bezahlen? Preist er seinen neuen Hartschalenkoffer oder bezeichnet er jemanden als Idioten? Vollkoffer, das haben wir euch auch schon in einem anderen Video erklärt. So bezeichnen wir einen Idioten. Das ist auch ein typischer österreichischer Begriff, ein Vollkoffer oder in unserem Dialekt ein Vollkoffer. Und das heißt tatsächlich, dass wir jemanden als Idioten bezeichnen. Kommen wir zur Frage 5. Das kurze E hört man häufig in österreichischen Gesprächen. Es bedeutet Ehe, bevor oder zuvor, doch ohnehin, sicher, sowieso oder ist eine Kurzform von verheiratet sein. Dieses E verwenden wir wirklich ständig. Zum Beispiel in dem Satz, das ist doch eh klar, was ich sagen will. Und ich würde sagen, das ist die Antwort Nummer 2, doch ohnehin, sicher oder sowieso. Kann ganz viel bedeuten. Hier im Quiz würde ich auf die Antwort doch ohnehin, sicher, sowieso tippen. Das geht oder ist ja schon gefahren, oder? Mit Paradeiser sind gemeint ein zuckersüßes Gebäck, Tomaten oder besonders bibelfeste Christen. Paradeiser, sehr typischer österreichischer Begriff, das sind die Tomaten. Ich persönlich sage aber auch immer Tomaten. Paradeiser sind die Tomaten. Frage 7. Was ist ein Beistrich? Ein Komma, ein Schnurrbart oder ein Brotaufstrich? Beistrich? Ich dachte, dass das alle so verwenden. Das ist das Komma. Ein Beistrich, das ist ein Komma. Wir sagen, oder ich persönlich sage so gut wie nie Komma, sondern das ist immer ein Beistrich, also ein Satzzeichen. Frage Nummer 8. Häfen meint bei unseren alpenländischen Nachbarn 2 nebeneinander liegende Hafenanlagen, eine große Kaffeetasse oder ein Gefängnis. Es gibt zwar dann den Haferl-Kaffee, das heißt, das ist dann auch eine große Tasse Kaffee. Hier hat es aber nichts mit dem Kaffee zu tun, sondern der Häfen ist das Gefängnis. Also wenn wer im Häfen sitzt, dann ist er oder sie im Gefängnis. Häfen bedeutet Gefängnis. Frage 9. Geht ein Österreicher äußern, so zieht er mit Freunden um die Häuser, verkauft er Sachen auf dem Flohmarkt
Oder führt er seinen Hund spazieren? Äußern kenne ich tatsächlich auch nicht. Da bin ich jetzt wirklich überfragt. Ich kenne diesen Begriff nicht. Wäre hier interessant, aus welcher Region der kommt. Ich nehme mal Antwort Nummer 1. Das war falsch. Ich verwende das Verb äußern eigentlich gar nicht, aber es meint, dass wir eben mit dem Hund spazieren gehen. Ganz typisch sagen wir auch Gassi gehen mit dem Hund. Frage Nummer 10. Weichsel ist im Österreichischen ein Weichei, ein schwacher Mann, eine Sauerkirsche oder ein Fluss im Burgenland. Die Weichsel, das ist in Österreich die Sauerkirsche. Ich hätte jetzt für Weichsel gesagt, das ist die Sauerkirsche. Frage 11. Das ist ja schier, heißt es ist schief, hässlich oder schön. Schier ist auch ein typischer Begriff aus unserem Dialekt und das heißt ganz einfach, dass etwas hässlich ist. Hässlich verwende ich persönlich gar nicht, wenn ich im Dialekt spreche. Es ist immer schier. Und das kann wirklich alles sein. Das kann das Wetter sein. Heute ist es schier, es regnet. Kann aber auch ein Kleidungsstück oder ein anderes Objekt sein. Es ist ja schier. Schier, das ist ein Adjektiv, das wir euch schon einmal in einem Video erklärt haben. Schä und schier, schön und hässlich. Frage 12. Wenn sich in Österreich jemand fadisiert, dann benutzt er Nadel und Faden bei der Handarbeit. Kann er einem Gespräch nicht folgen, weil er den Faden verloren hat, oder langweilt er sich? Fadisieren, ja, das kenne ich auch gut. Das bedeutet ganz einfach sich langweilen. Fadisieren, wenn ich mich fadisiere, dann langweile ich mich, kommt auch von dem Adjektiv fad. Etwas ist langweilig. Und das wurde dann zu einem rückbezüglichen Verb, also sich fadisieren. Und wenn ich mich fadisiere, dann langweile ich mich. Frage 13. Kauft der Österreicher ein Laiberl, so erwirbt er ein kleines Brot, ein T-Shirt oder einen Schal. Wenn wir ein Laiberl kaufen, dann meinen wir damit ein T-Shirt. Ein Laiberl bei uns in Österreich, das ist ein T-Shirt. Die vorletzte Frage. Ein Chick ist im Österreichischen eine Zigarette, eine kleine Singvogelart oder eine saloppe Beschreibung für ein junges Mädchen. Auch ein ganz typischer Begriff. Eine Chick oder ein Chick ist eine Zigarette. Chick, das kennt ihr vielleicht schon. Und Chick meint ganz einfach eine Zigarette. Ich persönlich verwende Chick aber nie. Und wir kommen zur letzten Frage, Frage 15. Frittaten sind Pfannkuchenstreifen, Schmalzgebäck, Teilchen oder Pommes frites. Frittaten, das sind Pfannkuchenstreifen, also auch ältere Pfannkuchen, schneidet man dann in ganz dünne Streifen, gibt die in die Suppe und das ist dann die Frittatensuppe. Frittaten, ganz typisch als Suppenbeilage, das sind Pfannkuchenstreifen. Und das war auch schon das Quiz. Super, 15 von 15 Fragen richtig beantwortet. Wie ist es euch beim Raten gegangen? Lasst uns das gerne unten in den Kommentaren wissen. Danke fürs Zusehen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und bis dahin nicht vergessen, gemeinsam macht Deutsch lernen doppelt so viel Spaß.